Weiß ich nicht, so ein Schlagersänger beim Ballermann. Willkommen zu einem kleinen neuen Videoformat, was ich hier jetzt auf meinem Kanal einführen werde. Und zwar einfach ab und zu zwischen den ganz normalen anderen Tutorials werde ich euch jetzt einfach mal mitnehmen, wie ich ein bestimmtes Kleidungsstück einfach nähe und werde euch natürlich dabei auch ein bisschen Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr das vielleicht selber auch einfach nachnähen könnt. Ich hoffe, euch gefällt die neue Videoreihe, lasst es mich gerne wissen. Hallihallöchen, wie ihr bestimmt schon im Thumbnail gesehen habt, nehme ich euch heute ein bisschen mit auf die Reise, während ich einfach ein Hemd nähe. Und zwar habe ich auf Instagram ein paar Anfragen bekommen, wie ich denn das Hemd genäht habe, weil ich es jetzt schon ein paar Mal gepostet habe. Und ich kann es euch nicht richtig als konkrete Anleitung zeigen, weil ich habe das Schnittmuster selbst entwickelt und es ist einfach schwierig, euch das irgendwie dann zu zeigen, wenn ihr halt das Schnittmuster nicht einfach irgendwie kaufen könnt oder so. Aber ich werde euch hier und da ein paar Tricks zeigen, wie ich eben das Ganze erstellt habe und wie ich das dann auch nähe, weil es eben ein paar Besonderheiten hat. Ich zeige euch jetzt einfach direkt mal. Also ich habe hier zwei liegen, die kennt ihr ja auch theoretisch schon aus einem anderen Video, da habe ich es euch schon mal gezeigt. Ja, also das ist das erste Hemd, was ich je überhaupt genäht habe und das sieht man auch. Also ja, der Kragen ist zum Beispiel noch nicht so wie jetzt und also das sind auf jeden Fall ein paar kleine Macken. Dann habe ich das Ganze nochmal perfektioniert und habe das Ganze dann hier nochmal aus dem rosa gestreiften Stoff eben genäht. Und selbst hier, also ich bin super zufrieden, wie es geworden ist, aber so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass der Kragen hier nicht exakt perfekt spitz geworden ist und so weiter, sind auf jeden Fall auch noch ausbaufähig. Und das habe ich mir jetzt mal die letzten Tage zur Challenge genommen und dachte, ich will jetzt mal das perfekte Hemd nähen einfach, weil ich glaube, ich habe jetzt schon ein paar Fähigkeiten wieder dazugelernt und das wollte ich jetzt einfach mal testen. Das heißt, ich habe exakt das gleiche nochmal genäht, nur in diesem Stoff. Das habe ich jetzt auch schon an. Und daran kann ich euch jetzt auch mal ganz gut zeigen, wie das Ganze ist. Also es ist relativ kastig geschnitten, hat hier überschnittene Schultern, dann so ein bisschen runter, hat es einen relativ großen Kragen, der ist jetzt auch diesmal richtig schön spitz geworden. Genau, dann hat es so relativ lange Ärmel und dann auch relativ große Manschetten. Das wollte ich aber so, damit so ein Oversize-Look ist und ich schlage die mal hier so einmal rum. Und dann finde ich es eigentlich ganz cool, wenn die schön groß sind. Und ansonsten noch eine Besonderheit vom Hemd ist eben hinten, dass es so einen Schlitz hat. Der geht auch relativ weit hoch und es fällt eigentlich ganz lässig, finde ich. Und hier oben, wenn ich mal meine Haare wegmache, sieht man auch, dass es hier nochmal so eine Falte hat. Ich finde es gerade nicht. Genau, und ansonsten hat es hier eine Passe. Also so jetzt erstmal zu der Grundform vom Hemd einfach. Und jetzt dachte ich mir, nehme ich euch einfach mit, denn ich habe hier so einen richtig süß blau geblümten Stoff einfach. Und dachte, ich nehme jetzt einfach für den Sommer, weil ich liebe es. Also wie ihr es jetzt seht, ich habe es jetzt über so einen Tube-Top einfach an und lasse es hier oben ein bisschen offen. Dann kann man die eine Seite so in die Hose reinstecken oder ich ziehe es auch einfach nur an oder ich lasse es sogar ganz offen über ein T-Shirt einfach. Also das wird auf jeden Fall ein Summer-Staple werden. Deswegen dachte ich mir, ist ja eigentlich der Stoff hier perfekt. Und genau, ich habe jetzt schon mal alle Schnittteile ausgeschnitten, wie ihr gesehen habt. Und ich werde euch jetzt einfach mal ein bisschen die Besonderheiten an den einzelnen Schnittteilen zeigen und einfach, wie ihr das sozusagen selber aus einem Schnittmuster abändern könnt, dass ihr zu so einem Oversized Hemd mit Schlitz kommt. Ich habe jetzt mal hier alles so ein bisschen sortiert und zwar, ich fange jetzt erstmal mit den großen Sachen an. Also ihr braucht natürlich, wie vermutlich bei jedem Hemd, erstmal zwei Vorderteile. Die sehen so aus und ich überlege gerade, hier gibt es eigentlich keine große Besonderheit, außer so ein paar Markierungen, dass ich dann weiß, wie rum ich den Ärmel annähen muss und so weiter. Dann hier der Ärmel ist tatsächlich auch relativ normal. Also der hat halt, dadurch, dass die Schultern so überschnitten sind, hat es halt einfach nicht so eine krasse, ausgeprägte Armkugelform, wie auch immer man das nennt, sondern ist halt relativ flach. Genau, ansonsten ist hier eigentlich auch nichts Besonderes. Hier unten sind so 4 Markierungen für ein paar Falten. Also da werden so 2 Falten gelegt hier unten dann, wo die Manschette rankommt und eben dieser eine Schlitz hier. Genau, aber der ist eigentlich auch relativ normal geblieben. Also das würde bei euch, wenn ihr euch ein Schnittmuster kauft, dann auch ungefähr genauso aussehen. Und dann kommen wir jetzt schon zur Besonderheit, und zwar das Rückteil. Also normalerweise schneidet ihr das Rückteil einfach im Stoffbruch zu. Das heißt, ihr habt dann 2 symmetrische Seiten und das ist aber ein ganzes Rückteil. Und in diesem Fall wollen wir aber den Schlitz hinten und das kann man halt am einfachsten, würde ich behaupten, machen, indem man einfach die Teile getrennt zuschneidet. Also ich habe das jetzt nicht im Stoffbruch hier zugeschnitten, sondern hier ist offen. Das heißt, ich habe zweimal dieses Rückteil und hier oben habe ich mir auch Markierungen gemacht für eine Falte. Und ansonsten wird dann hier die komplette Seite einmal mit der Overlock versäubert, dann bis zu einem bestimmten Punkt, wie weit ihr den Schlitz eben haben wollt. Ich glaube, ich habe die ersten
25 cm, glaube ich, zugenäht oder 30 cm und dann den Schlitz eben offen gelassen. Genau, also das ist halt eine Besonderheit, dass ihr da einfach 2 Rückteile habt, die ihr dann nur bis zu einem bestimmten Punkt zusammennäht und den Rest auseinanderbügelt und umnäht, damit dann ein schön versäuberter Schlitz dann entsteht. Für die Knopfleiste, also ihr könnt die Knopfleiste entweder einfach an den Vorderteilen jeweils halt verlängern. Ich habe die jetzt in meinem Fall einzeln zugeschnitten, also ich habe jetzt hier zweimal so lange Strips, die ich dann in der Hälfte falte und dann rannähe, da kommen dann die Knöpfe eben rein. Da ist auch nichts Besonderes, also ist auch wie bei einem ganz normalen Hemd. Ansonsten ist noch eine Besonderheit die Manschetten. Also die sehen einmal hier so aus. Da ist die einzige Besonderheit tatsächlich, dass ich die einfach viel, viel größer gemacht habe. Also bei einem normalen Hemd von einem Schnittmuster waren die ungefähr so, aber ich wollte halt, dass die so richtig schön groß breit sind. Deswegen habe ich die einfach hier von der Breite einfach noch ein bisschen höher gemacht. Und ich habe die jetzt direkt schon aufgebügelt. Und zwar habe ich einfach die Hälfte mit so Flieseline aufgebügelt, dass die Manschette ein bisschen fester ist, ein bisschen mehr Stand hat. Und das habe ich eben bei beiden Manschetten schon gemacht. Genau, dann was noch normal geblieben ist, ist eigentlich die Passe hinten. Also das sind 2 Stück, weil man verstürzt die so, dass innen drin auch eine schöne Passe ist mit dem schönen Stoff dann. Das werdet ihr auch später sehen. Genau, und die sind eigentlich auch relativ gleich geblieben. Und dann habe ich den Kragen noch abgeändert und zwar habe ich den einfach ein bisschen größer gemacht. Genau, also das seht ihr hier einmal meine paar Skizzen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Auf jeden Fall habe ich den um einiges vergrößert von dem ersten Hemd zum zweiten Hemd und dann war ich auch relativ zufrieden damit. Also der sieht ungefähr so aus. Das ist jetzt der Kragensteg. Und dann braucht ihr natürlich noch diesen oberen Kragen und genau, die habe ich einfach auch viel, viel größer gemacht. Einfach, dass der ein bisschen oversized auch aussieht und eben zum Look vom Hemd passt, weil das ja auch relativ groß ist. Genau, also den habe ich eben auch abgeändert und davon braucht ihr jeweils 2 Teile. Und jeweils ein Teil von den beiden habe ich dann auch mit Flieseline einmal aufgebügelt, einfach, dass die auch stabiler sind und der Kragen dadurch ein bisschen mehr Halt bekommt. Also das habe ich jetzt auch schon im Vorhinein gemacht. Und das letzte, was ihr dann noch braucht, sind Schrägstreifen. Und zwar werden die einfach nicht im Fadenlauf zugeschnitten, sondern mit dem 45-Grad-Winkel, damit die ganz viel Stretch haben, weil die dann hier an die Manschette angenäht werden und die müssen die einfach ein bisschen stretchig sein. Deswegen davon braucht ihr 2 Stück, eben für die 2 Armschlitze einfach. Ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt ein bisschen was gebracht, dass ich euch da jetzt mal ein bisschen durchgeführt habe für die einzelnen Schnittteile. Ich werde euch auf jeden Fall mal ein ganz basic Herrenhemd oder so in der Infobox verlinken. Weil ich glaube, es ist einfach, also wenn ihr es nicht komplett von Scratch selbst konstruieren wollt, ist es, glaube ich, relativ leicht, einfach ein Herrenschnittmuster herzunehmen und dann einfach so die paar Änderungen, die ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel den Kragen größer machen, hinten das Rückteil auseinanderschneiden und dann noch ein bisschen Platz für eine Falte mit einarbeiten und so. Ich glaube, das sind relativ leichte Änderungen, mit denen ihr dann auch ungefähr zu so einem Ergebnis kommen könnt. Also das verlinke ich euch auf jeden Fall mal und ich werde euch ja jetzt zeigen, wie ihr das ungefähr zusammennäht. Also ich hoffe, das Video kann euch einfach ein bisschen Inspiration bringen, dass man vielleicht aus einfach einem schlichten Schnitt einfach sowas machen kann, was man sich eben vorstellt. Zum Beispiel ich halt, mein perfektes Oversize-Hemd. Genau. Ja, und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, wie ich das nähe, dann bleibt super gerne dran. Ich habe jetzt einfach die beiden Längskanten von den 2 Rückteilen eben versäubert mit der Overlock. Könnt ihr auch mit einem Zickzackstich machen. Und jetzt habe ich mir die rechts auf rechts aufeinander gesteckt, genau 32 cm abgemessen, weil so lange will ich eben nähen und der Rest bleibt dann offen für den Schlitz. Und das habe ich jetzt auch einfach mit einem normalen Geradstich auf der normalen Nähmaschine einmal bis zu diesem Punkt eben abgenäht. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, seht ihr jetzt, es ist einfach super sauber von der rechten Seite und nach unten hier habt ihr keine offene Kante, sondern die ist ja nach innen geschlagen. Und damit es jetzt auch so bleibt, müssen wir das natürlich einmal von oben einfach sauber topstitchen. Und das mache ich einfach, ich orientiere mich da an dieser Mittelnaht mit meinem Nähfuß und nähe hier einmal rechts davon und einmal links davon, einmal nach unten. Und ganz wichtig ist, dass wenn ihr hier bei dem Punkt ankommt, wo sich das dann öffnet, dass ihr da dann einfach weiter näht und halt darauf achtet, dass ihr hier diese Nahtzugabe, die umgeklappt ist, natürlich mit erwischt, sonst bringt das Ganze ja nicht, dann klappt die sicher wieder nach außen. Und das letzte, was ich dann noch mache, das ist aber einfach, also muss man nicht machen, dass ich genau an der Stelle, wo es sich teilt, dass ich hier dann so einmal rechtwinklig zur Naht einfach so ein paar Mal, so ungefähr 5-6 Mal hin und her nähe, dass da so ein bisschen eine Quernaht entsteht, die so ein bisschen wulstig ist. Ich finde einfach den Look ganz schön. Hier noch mache ist einfach, dass ich die Stichlänge hier ein bisschen größer mache, weil das ja einfach eine Topstitch-Naht ist und wenn die zu eng ist, dann habe ich das Gefühl, dass sich das alles hier so ein bisschen zusammenzieht und deswegen mache ich die einfach locker, ja ungefähr auf 3 würde ich sagen, also relativ groß.
Ja, weil dann kann ich mir sicher sein, dass es sauber wird. Und hier seht ihr, ich orientiere mich jetzt einfach an dieser Mittelkante mit der äußeren linken Kante von meinem Fuß und deswegen stelle ich auch die Nadel noch ein bisschen nach drüben, dass ich wirklich auch hier die Naht eben mit erwische und dann nicht irgendwie aus Versehen runternähe. Ich habe jetzt hier schon beide Seiten einmal abgenäht. Das seht ihr jetzt bei dem Muster hier ganz schlecht, aber es sind einfach jetzt 2 parallele Nähte, einmal bis nach unten. Und jetzt mache ich eben das, was ich gerade schon gesagt habe, dass ich einmal hier runtergehe bis zu dem Punkt, wo sich die Naht teilt. Und ich denke mal, das macht es vielleicht auch einfach ein bisschen sicherer, dass sich der Schlitz nicht noch weiterhin nach oben auftrennt oder so. Also das würde ich euch auf jeden Fall trotzdem auch empfehlen. Und es sieht halt auch einfach cool aus, wenn hier nochmal so eine Naht ist. Und dazu nähe ich jetzt einfach ganz auf vor und zurück. Ungefähr so. Und man sieht es jetzt auch bei dem Stoff fast gar nicht, wenn ich das jetzt noch abschneide. Das ist hier einfach so eine minimal dickere Naht, die ja auch ganz cool aussieht, finde ich. Ihr habt ja jetzt gesehen, dass ich eben den Schlitz genäht habe und ich habe jetzt hier oben auch schon einmal die Falte eben gelegt, gebügelt und dann vor allem habe ich hier oben mit ungefähr nur einem halben Zentimeter Nahtzugabe die einmal mit einer großen Stichlänge ja, fixiert, einfach festgemacht, dass die jetzt nicht mehr auseinander rutscht und diese Hilfsnaht verschwindet dann sozusagen in der eigentlichen Nahtzugabe. Das heißt, so sollte jetzt ungefähr euer Rückteil schon aussehen. Genau, und jetzt brauchen wir unsere Passen. Und es kann sein, dass euer Schnittmuster, wenn ihr jetzt euch ein Schnittmuster eben kauft und damit arbeitet, dass es nur eine Passe, also einmal dieses Schnittteil hier hat. Und ihr könnt es auch damit nähen, das ist auch alles okay und es sieht dann auch im Endeffekt gut aus. Aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das Schnittteil einfach zweimal auszuschneiden, dann habt ihr sozusagen 2 Passen. Und eins davon ist dann die Außenpasse, die man hier oben eben sieht. Und die andere ist mit der rechten Seite von innen zu sehen. Und wenn ihr das Hemd auf einem Bügel habt, dann sieht man eben diese schöne Innenseite vom Stoff nochmal und nicht nur die linke Seite vom Stoff. Genau, das heißt, wir brauchen jetzt unsere Passen und einmal unser Rückteil. Ihr nehmt euch jetzt eine von den 2 Passen her, ist eigentlich egal welche, weil die sind ja theoretisch identisch, und legt die einfach rechts auf das Rückteil. Und das ist jetzt eure Außenpasse. Und normalerweise würdet ihr euch die jetzt einfach feststecken und dann einmal abnähen und dann hättet ihr schon euer Rückteil fertig. Aber dadurch, dass wir das jetzt mit 2 machen, nehmen wir uns noch unsere andere Passe her. Und die Passe soll ja mit der schönen Seite dann nach innen sein. Das heißt, die legen wir jetzt auch drunter. Und diesmal legen wir die aber drunter, dass die rechte Seite von der Passe auf die linke Seite vom Hemd trifft. Das ist voll kompliziert zu erklären. Das heißt, ihr sandwicht das Hemd sozusagen dazwischen. Also es liegt jetzt aufeinander, die rechte Seite von der inneren Passe nach oben auf die linke Seite vom Hemd und die rechte Seite vom Hemd trifft auf die rechte Seite von der Außenpasse. Und jetzt habt ihr diese 3 Stofflagen, die ja, aufeinander passen. Und die näht ihr jetzt einmal hier oben einfach zusammen und dann könnt ihr das schön bügeln, einmal nach oben klappen und dann habt ihr eben innen und außen einmal eine richtig schöne Passe. Und ihr müsst natürlich darauf achten, wenn ihr das hier auch mit den Falten macht und euer Schnittmuster hat keine Falten, dass ihr eben noch ein bisschen das Schnittteil dann dementsprechend, je nachdem wie groß ihr die Falte machen wollt, vergrößert. Weil im Endeffekt muss ja diese obere Kante von dieser Passe muss ja dann auch auf diese Kante, also auf die obere Kante vom Rückteil passen. Und solange das passt, ist auf jeden Fall alles okay. Ich habe jetzt gerade das Ganze einmal von oben abgesteppt und dann habt ihr auch schon euer Rückteil fertig. Also so sieht das jetzt im Gesamten aus. Erschreckt euch nicht, das sieht riesengroß aus, aber also es wird ja auch nicht viel kleiner. Das ist halt ein Oversize-Hemd. Genau, und jetzt ist nämlich das Besondere, also von außen sieht es natürlich so aus, würde auch mit einer Passe nur so aussehen. Und so sieht das Ganze dann von innen aus, wenn ihr das eben mit 2 Passen näht. Also ihr habt jetzt hier einfach keine offene Naht, sondern dadurch, dass wir das hochgeklappt haben, ist das ja alles sauber. Ihr seht hier nur diese Top-Stitching-Nähte von außen. Und dann habe ich jetzt hier auch schon mein Label eingenäht und das habe ich natürlich so eingenäht, dass ich die äußere Passe nach unten geklappt habe. Und jetzt habe ich eben hier diese Nähte, aber die Nähte drücken sich eben nicht ja, auch durch das Hinterteil durch. Also man sieht einfach von außen gar nicht, dass da ein Label eingenäht ist, was ich eigentlich ganz schön finde, als wenn da nochmal so 2 Nähte wären. Genau, und so sieht das Ganze jetzt von außen aus. Und was ihr jetzt machen könntet, ist einfach, dass ihr die 2 Passen, zum Beispiel an der Schulternaht oder an der Armnaht, schon mal mit einem Basting Stitch, also wieder mit einer großen Stichlänge, einfach einmal zusammennäht, damit ihr dann nur noch ein Schnittteil habt und nicht mehr diese 2 Stofflagen. Aber mich stört das jetzt nicht. Also ich lasse die jetzt einfach so. Und jetzt könnt ihr euch auch schon ranmachen, einfach die rechte Seite nach oben zu legen vom Rückteil. Und jetzt würde als nächster Schritt kommen, wie auch bei einem ganz normalen anderen Hemd, dass ihr jetzt das Vorderteil, also die 2 Vorderteile annäht. Und die legt ihr dann auch einfach wieder rechts auf rechts eben hier oben auf diese langen Schulternähte.
Und beziehungsweise das sind ja keine Schulternähte, die sind ja hier ein bisschen weiter unten theoretisch. Hier seht ihr jetzt, wie ich einmal diese lange Leiste, wo dann später die Knöpfe und die Knopflöcher reinkommen, jeweils an die Vorderteile nähe. Und ich habe den vorher einmal schon vorbereitet, und zwar habe ich den einmal in der Hälfte gefalten und abgebügelt und dann eine Seite, also eine Längsseite, einfach nochmal einen Zentimeter nach innen geschlagen und das auch nochmal gebügelt. Und das macht es dann später leichter, wenn ihr das dann schon rangenäht habt. Und zwar könnt ihr jetzt ganz easy einfach diese Nahtzugabe von der eben genähten Naht nach innen bügeln, also auf diese Leiste eben zu, und dann könnt ihr das jetzt ganz easy umklappen, dadurch, dass wir das ja im Vorhinein schon gebügelt haben. Also macht das ruhig wirklich. Das ist dann nicht mehr so eine Friemelarbeit. Und so sieht es dann aus. Dann sind alle rohen Kanten innen drin in dieser Leiste eingeschlossen. Und jetzt steppen wir das einmal von oben hier ab. Und dann, ist die Leiste auch schon fertig. Wie ihr gerade gesehen habt, ist es jetzt schon einen Tag später. Ich habe gestern dann lieber aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr so gut konzentrieren kann. Und habe gedacht, ich mache jetzt heute einfach wieder ganz fresh weiter. Genau, und ich habe gestern noch ein paar Sachen trotzdem weitergenäht, die jetzt aber nicht so wichtig waren zu filmen. Und zwar habe ich einmal den Kragen schon vorbereitet. Wenn ihr sehen wollt, wie genau man so einen Kragen näht, dann verlinke ich euch hier oben mal mein Video zu dem Jumpsuit, weil da habe ich das halt Step by Step gezeigt. Deswegen dachte ich, ist es jetzt hier nicht mehr nötig. Auf jeden Fall, den habe ich schon vorbereitet und der kann jetzt so an das Hemd dann angenäht werden. Und ich habe gestern auch noch ein bisschen gebügelt, dass ich das direkt aus dem Weg habe. Und zwar, ich habe einmal die 2 Manschetten gebügelt. Da macht ihr das einfach, dass ihr eine Seite so einen Zentimeter oder einen halben Zentimeter nach innen schlagt und das Ganze dann einmal in der Hälfte bügelt, und so werden die dann auch an das Hemd angenäht. Das habe ich eben bei beiden Manschetten schon gemacht. Und ich habe dann auch noch diese 2 Schrägstreifen, schwieriges Wort, gebügelt, die an das Hemd, also auch an diesen Ärmelschlitz bei der Manschette rankommen. Und da müsst ihr das genauso machen. Also einmal in der Hälfte falten und bügeln und dann einmal nochmal eine Kante von den beiden Längskanten einmal einen Zentimeter nach innen schlagen oder einen halben Zentimeter. Genau, also zumindest mache ich das so und es funktioniert eigentlich ganz gut. Also das habe ich schon vorbereitet. Ansonsten, das müsstet ihr jetzt noch gesehen haben eigentlich, das Hemd haben wir jetzt soweit fertig, also hier hinten, das ist ja sowieso schon komplett fertig. Ich habe ja dann, wie gesagt, hier oben an den Schulternähten die 2 Vorderteile angenäht, habe das Ganze dann auch wieder getopstitcht und so sieht das Ganze jetzt aus. Genau, hier vorne seht ihr eben noch diese 2 Leisten, wo dann die Knopflöcher und Knöpfe reinkommen, sieht auch super sauber aus. Und die ganze Seitennaht ist jetzt noch offen, weil wir dann den Ärmel eben einnähen. Und den Ärmel habe ich auch schon ein bisschen weiter vorbereitet, und zwar sehen die jetzt so aus. Also da habe ich eigentlich nur unten einmal die 2 Schlitze eingeschnitten, so wie ich die eben in meinem Schnittmuster vermerkt habe. Die könnt ihr natürlich so hoch machen, wie ihr wollt. Und an welche Stelle ihr wollt, könnt ihr die natürlich auch machen. Also die habe ich einmal eingeschnitten und ansonsten habe ich noch die 2 Falten gelegt, habe die gebügelt und wieder so ganz knapp kann ich mit irgendwie 0,2 cm einmal abgesteppt, dass die einfach schon mal fixiert sind. Also soweit bin ich jetzt, und bevor ich jetzt irgendwie weitermache und den Kragen annähe, will ich mich, glaube ich, erstmal an die Ärmel ranmachen, dass ich einfach hier die Schrägstreifen einmal an die Ärmel rannähe. Und das zeige ich euch jetzt auch nochmal genauer, wie ich das mache, weil da gibt es auch kleine Tricks. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns gleich ran, verschwenden keine Zeit und weiter geht's. Das Ganze wird jetzt so gemacht, dass ihr einmal diesen Spalt halt eben einmal so aufstretcht, dass es sozusagen eine lange Linie ist. Und wie ihr jetzt seht, tun sich hier in der Mitte schon ein bisschen so Falten legen, aber das ignorieren wir jetzt erstmal kurz. Also legt euch das jetzt erstmal so hin. Und rein theoretisch nähen wir jetzt einfach hier rechts auf rechts den Schrägstreifen einmal fest. Und zwar mit der Seite, die nicht umgebügelt ist. Also könnt ihr das so ein bisschen aufklappen. Genau, also ich nähe jetzt einmal hier lang. Und an dem Punkt lasse ich hier diesen unteren Stoff, also den Ärmelstoff, lasse ich ein bisschen rauskommen. Nähe dann hier trotzdem im gleichen Abstand weiter. Also erwische hier nur ganz, ganz knapp den Schrägstreifen mit. Dadurch nähe ich eben keine Falte. Und danach nehme ich den Stoff wieder hoch und nähe ganz normal weiter. So sieht das Ganze jetzt aus. Also natürlich sieht es jetzt hier oben aus, als ob Falten sind, weil halt einfach mehr Stoff ist. Aber wenn ihr das einmal so glatt zieht, seht ihr auf jeden Fall, dass ich da keine Falte mit reingenäht habe. Und so sollte das halt im Idealfall sein.
Und dadurch, dass ich das im Vornherein schon einmal in der Hälfte gefalten habe, seht ihr, legt sich das jetzt schon perfekt einmal. Und jetzt seht ihr auf der Rückseite, würde ich jetzt hier die Nahtzugabe wieder einmal so nach innen drücken, wie ich das auch schon bei der Blende gemacht habe. Und dann klappt ihr einfach das schon umgebügelte einmal oben drüber. Und jetzt seht ihr, verschwindet hier perfekt einfach innen drin alle unsauberen Kanten. Und genau, also die liegen halt hier innen drin. Und von außen sieht das Ganze dann so aus. Also super sauber, genauso wie bei der Knopfleiste eigentlich. Und das könnten wir dann hier, also könnten wir nicht, sondern müssen wir einmal hier oben wieder knappkantig absteppen. Darauf achten, dass ihr beim Absteppen hier unten das auf jeden Fall mit erwischt, dass das sich nicht wieder rausklappen kann. Ja, und ansonsten haben wir dann einen super sauberen Blendenabschluss. Und wenn ihr das gemacht habt, dann gibt es viele Arten, Hemden zu nähen. Also ihr könnt ihr zum Beispiel hier einmal das so absteppen, einmal hier so querkantig. Und wenn ihr das dann von der schönen Seite anschaut, ist es dann hier so ein Dreieck. Lässt sich jetzt ein bisschen schwer zeigen. Genau, wäre das dann so. Also das sieht man auf jeden Fall auch bei vielen gekauften Hemden. Aber was ich machen werde, wenn ich das einmal, wie gesagt, abgesteppt habe, dass ich das einmal in der Falte hier so drüber klappe. Eins. Dann entsteht hier so ein kleines Dreieck. Oder so eine Raute, mehr oder weniger gesagt. Und dann steppe ich das einmal hier so rautenförmig einmal ab. Ihr seht jetzt hier einmal, wie ich den Kragen ganz einfach ranstecke. Und zwar, das funktioniert so, dass ihr die nicht umgebügelte Kante vom Kragen einmal rechts auf rechts eben auf die komplette, also auf diesen kompletten Halsausschnitt einmal draufsteckt. Das müsste dann auch perfekt von den Maßen alles passen. Und dann können wir das genauso wie auch schon bei dieser Knopfleiste einmal nach innen umschlagen und dann sind auch wieder hier alle rohen Kanten wieder richtig schön versteckt. Ich habe mir das jetzt hier einfach mal mit ein paar Stecknadeln fixiert und dann könnt ihr das einfach von oben einmal komplett ringsherum, also den kompletten Kragensteg lang, einmal absteppen. Und ihr seht es, ich bleibe dann hier wieder in der Ecke stecken, drehe dann den ganzen Stoff und nähe dann wieder weiter. Okay, ich habe den Kragen jetzt fertig eingenäht. Der sieht super gut aus, also ich bin richtig happy damit. Und genau, jetzt würde ich behaupten, haben wir das Schwerste eigentlich schon geschafft. Als nächstes können wir jetzt schon unsere Ärmel einsetzen. Also ihr hättet die auch schon vorher einsetzen können, aber ich finde es eben leichter, den Kragen noch einzunähen, wenn noch nicht das ganze Geraffel drumherum dran ist. Also ihr legt euch das einfach rechts vor euch mit der Armkugel. Dann könnt ihr jetzt nochmal, also man kann das bestimmt auch anhand von dem Ärmelschlitz rausfinden, wie er worum rangehört, aber ich mache das eben mit den Schlitzen. Also beziehungsweise mit meinen Markierungen, wenn man sie findet. Genau, ich habe hier einmal am Ärmel eine Markierung und passend dazu habe ich hier vorne am Vorderteil eine Markierung. Und dann weiß ich halt, dass der Ärmel zum Beispiel nicht passt, sondern ich brauche den Ärmel hier, weil es sonst eben falsch rum ist. Genau. Und hier ist nämlich hier die Markierung. Das heißt, ich kann den Ärmel jetzt einfach rechts auf rechts einmal hier zusammenstecken, bis eben Markierung auf Markierung trifft. Und dann nähe ich das einmal ab, mache das mit der Overlock das Ganze noch. Genau, und das mache ich jetzt. Also ich nähe jetzt die Ärmel ran. Dann könnt ihr mit einmal komplett die ganze Seitennaht schließen. Das heißt von Ärmel einmal bis hier runter. Einmal die komplette, dann könnt ihr es auch mal anprobieren, ob es euch passt. Und dann kommen nur noch die Manschetten ran, Knopflöcher, Knöpfe rannähen und das war's, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe. Um die Manschetten an das Hemd annähen zu können, müssen wir die erstmal vorbereiten. Und zwar legt ihr die einfach rechts auf rechts. Habe ich euch ja vorhin schon gesagt, habe ich schon gebügelt. Einmal aufeinander und jetzt näht ihr einfach die beiden kurzen Kanten einmal ab mit einer ganz normalen Nahtzugabe, ganz normaler Stich. Also einfach nur, dass die sozusagen geschlossen sind. Dann könnt ihr die auf beiden Seiten einmal umwenden und da so richtig schön die Ecke rausdrücken. Und ich habe das dann noch zusätzlich mit so einem Stab richtig rausgedrückt, dass ihr halt extrem spitze Ecken bekommt und dann vor allem bügeln, das ist super wichtig, weil ihr kommt danach einfach nicht mehr so gut daran. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr jetzt auch wieder, genauso wie beim Kragen und auch schon wie bei der Knopfleiste, einfach rechts auf rechts die nicht umgebügelte Kante eben an die äußere Kante vom Ärmel unten einmal ranstecken. Sollte auch wieder perfekt aufeinander passen. Dann könnt ihr das einmal mit der normalen Nahtzugabe abnähen. Dann klappt ihr das Ganze einmal nach innen um. Und auch hier könnt ihr wieder die Nahtzugabe nach innen bügeln und dann ist auch wieder alles super versteckt. Also dann sind auch wieder keine offenen Nähte, sondern alles ist wieder ineinander geschlossen. Genau, also das ist so der saubere Weg, die jetzt einfach anzunähen und es ist auch überhaupt nicht so schwierig. Also wenn ihr das euch alles vorher gut ausmesst und euer Schnittmuster gut passt, dann ist es echt super easy. Ich habe das Hemd gerade mal drüber geworfen und meinte auch gerade zu meinem Freund, dass ich mich gerade irgendwie fühle wie so ein, weiß ich nicht, so ein Schlagersänger beim Ballermann mit so einem Hawaii-Hemd, aber ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht sein soll, aber gut. Ja, also wie ihr seht,
Ist jetzt eigentlich fast fertig, also es fehlen nur noch die Knopflöcher und die Knöpfe und natürlich muss es noch gesäumt werden unten und deswegen habe ich es jetzt auch gerade mal angezogen, weil ich gucken wollte, wie weit ich es eben säumen will. Und ich glaube, ich will, dass es ein bisschen cropped ist, weil es ist ja schon so weit, dann will ich wenigstens, dass es nicht ganz so lang ist. Und deswegen werde ich es, glaube ich, einfach einmal die rohe Kante einen Zentimeter nach innen schlagen, das einmal gut bügeln und dann werde ich es, glaube ich, in einem zweiten Schritt einfach nochmal irgendwie so ruhig 4-5 Zentimeter nach oben schlagen. Und dann hier einmal knappkantig absteppen, dass es einfach ein richtig großer, dicker Saum ist. Und ich denke, die Länge hier gefällt mir auch ein bisschen besser wie die, weil ich stecke meistens eine Seite vom Hemd rein und die andere guckt raus und dann will ich halt nicht, dass es so super lang ist. Also ich glaube, so werde ich das jetzt noch machen. Habe ich beim anderen Hemd eben auch schon gemacht. Genau. Und ansonsten müsst ihr einfach nur noch mit eurer Nähmaschine oder mit einem Zickzackstich auf eurer Nähmaschine dann Knopflöcher reinmachen. Da habe ich, glaube ich, 7 Stück in die Länge gemacht. Auf jeden Fall immer mit 7 cm Abstand zwischendrin, aber auch das könnt ihr einfach machen, wie ihr das wollt. Dann habe ich auch hier oben noch eine. Auf diesen Kragsteg habe ich einmal ein Knopfloch mit Knopf gemacht. Und an die Manschetten könntet ihr 1, 2 oder 3 Knöpfe ranmachen oder noch mehr, je nachdem, wie ihr das wollt. Aber ich finde es eigentlich cool, wenn so 2 untereinander sind. Das heißt, die zeichne ich mir dann einfach auch noch an. Mache hier auch jeweils noch 2 Knopflöcher, nähe die dann noch per Hand ran, die Knöpfe. Und dann ist das Hemd endlich fertig. Aber ich finde es mega. Ihr seht jetzt hier auch nochmal die andere Version von Hemd und zwar einmal in dem weißen Stoff. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich super, super gerne freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob euch das neue Videoformat so an sich gefällt. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen lang geworden, aber ich konnte es einfach nicht noch weiter kürzen. Und genau, also lasst mich super gerne wissen, ob euch so die lockere Art ein bisschen gefällt, dass es nicht so konkret tutorialmäßig ist. Aber ich werde natürlich auch immer noch weiterhin ganz normale Tutorials machen. Also kommentiert ganz fleißig und schaut auch gerne mal bei Instagram bei mir vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, eure Lucy.